Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich gerade lese. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden zu den vorherigen Folgen. So. Brille auf. Hier habe ich mir so ein kleines Notizzettelchen gemacht. Oh, wow. Ich habe gar nicht meinen, egal. Gleich direkt zur Seite, wo ich hin will. So, den Zettel schiebe ich mal hier so leicht runter. So. Kommen wir mal zu der ersten Sage heute. Das Buch ist ganz schön dreckig, ey. Aber naja, es ist 90 Jahre alt, ne? Was soll man machen? Ich frage mich, wo der Fleck herkommt hier, dieser eine. Das muss ja irgendwie mal ein Kind gehört haben oder so. Das ist ja ein Kinderbuch. Das heißt also, der Fleck ist vielleicht über 90 Jahre alt? Nein, natürlich nicht. So. Die erste Sage heute heißt Ursprung der Sachsen. Die alten Sachsen sollen, ehe sie nach Europa kamen, in Alexanders des großen Herre gewesen sein, der auch mit ihrer Hilfe die Welt bezwang. Als Alexander starb, teilten sich 4 in sein Reich, die alle der König sein wollten. Da gefiel es ihnen nicht mehr in der Heimat, weshalb sie mit 300 Kielen andere Wohnsitze suchten. Von ihren Schiffen gingen alle bis auf 54 zugrunde, davon kamen 18 nach Preußen, das sie besetzten, 12 nach Rugien und die übrigen an die Mündung der Elbe. Diese letzteren landeten an einem Orte, der Hadulawa heißt, in Klammern Hadeln. Da waren ihnen aber die Thüringer, die Landeseinwohner, zuwider und stritten mit ihnen heftig. Allein die Sachsen behaupteten das Gestade, und es wurde ein Vertrag zwischen beiden Parteien geschlossen. Danach sollten die Sachsen kaufen und verkaufen dürfen, was sie wollten, aber abstehen von Menschenmord und Länderraub. Dieser Vertrag wurde viele Jahre gehalten. Als aber die Sachsen das Geld ausging, dachten sie, das Bündnis wäre unnütz. Da geschah es, dass einer ihrer Jünglinge aus den Schiffen ans Land trat, mit vielem Golde beladen, mit goldenen Spangen und goldenen Ketten. Ein Thüringer begegnete ihm und sprach: »Was trägst du denn so viel Gold an deinen ausgehungerten Halse?« »Ich suche Käufer dafür«, antwortete jener, »denn eben, weil ich Hunger leide, liegt mir nichts an diesem Golde, womit ich den Magen nicht beschwichtigen kann.« Der Thüringer fragte hierauf, was es gelten solle, worauf der andere sagte: »Mir liegt nichts daran, du sollst mir geben, was du magst.« Lächelnd erwiderte der Thüringer: »So will ich dir dafür deinen Rock mit Erde füllen.« Es lag an dem Orte nämlich gerade viel Erde angehäuft. Der Sachse tat also seinen Rock auf, empfing die Erde und gab das Gold hin. Sie gingen voneinander, beides ihres Handels froh. Die Thüringer lobten den ihrigen, dass es um so schlechten Preis so vieles Gold erlangt hatte. Die Sachsen aber schalten den jungen Mann, dass er sein Gold um nichts verschleudert habe. Der aber rief denjenigen seinigen zu, sie möchten ihm nur folgen, bald würden sie seine vermeintliche Torheit gutheißen. Als sie ihm nun folgten, nahm er Erde und streute sie fein dünn über die Felder aus und bedeckte damit einen großen Raum. Die Thüringer, die das sahen, schickten sofort Gesandte und klagten über Friedensbruch. Denen antworteten die Sachsen: »Den Bund haben wir jederzeit und heilig gehalten. Das Land aber, das wir mit unserem Golde rechtmäßig erworben haben, wollen wir behalten und, wenn nötig, mit dem Schwerte verteidigen.« Nun verwünschten die Thüringer das Gold und hielten den, der es erworben, für den Urheber ihres Unglücks. Da sich der Kauf nicht rückgängig machen ließ, rannten sie zornig auf die Sachsen ein. Diese aber behaupteten sich durch das Recht des Krieges. Nachdem von beiden Seiten lange und heftig gestritten worden war, kamen die Parteien überein, an einem bestimmten Orte, aber ohne Waffen, zusammenzukommen, damit Frieden geschlossen werde. Bei den Sachsen war es nun hergebrachte Sitte, große Messer zu tragen. Diese nahmen sie unter ihren Kleidern mit in die Versammlung. Als die Sachsen ihre Feinde so wehrlos und ihre Fürste gegenwärtig sahen, achteten sie die Gelegenheit für gut, sich des ganzen Landes zu bemächtigen. Überfielen die Thüringer unvermutet mit ihren Messer und erstachen sie alle. Dadurch erlangten die Sachsen großen Ruf
und die benachbarten Völker fingen an, sie zu fürchten. Verschiedene leiteten es auch, natürlich irrtümlich, ihren Namen von der Tat ab, weil solche Messer in ihrer Sprache Sachse hießen. Okay, nochmal, wir hatten hier gerade ein Bild, das blende ich euch jetzt mal ein. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, das ist einmal der Ostgotenkönig Dietrich auf der einen Seite und auf der anderen Seite war, wie hieß er denn nochmal? Langzeitgedächtnis. Der hieß Sigenot, genau, Sigenot. Sigenot, ungefähr 5 Meter hoch gegen ihn. Wobei, das kann auch Hildegram sein. Hildegram, genau, das könnte er auch sein. Naja, gut. Ja, die Sachsen. Das mit der Erde finde ich ein bisschen albern. Also, wenn es so einfach wäre, dann würde ich das auch machen. Wenn ich gerne hätte, dann kaufe ich mir auch Erde, gehe ich in den Baumarkt, kaufe ein bisschen Muttererde und streue es irgendwo in den Vorgarten rein. Zack, 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 zack. Das ist meins. Da baue ich jetzt mein Haus drauf. Ach ja, kann ich ja gar nicht. Das Thema hatten wir letztens erst. Ja, und von dem Sachs, das Schwert habe ich ja auch schon mal gezeigt, wie das aussieht. Ne? Das ist das Schwert, was quasi so einmal abgehackt ist. Wo die Klinge aber, hier ist die Klinge und es geht so abgeschnitten. Das heißt, das lange Stück, die Klinge ist das längere Stück und dann geht das dann hier so ab. Fragt mich jetzt nicht, was der Vorteil daran ist. Ich glaube, beim sowas wie ein Samurai-Schwert oder ein Säbel, da ist es ja so, diese Biegung von dem Schwert verbessert das Schneiden, weil dann eben der Schneidpunkt, wo es auftrifft, der wandert dann eben weiter. Ja, bei so einer geraden Klinge ist der Schneidpunkt halt an einer Stelle und dann geht es halt durch, da brauchst du mehr Kraft, während bei so einer Wellenlinie, da wandert der Schneidpunkt durch die Welle. Schneidet das dann quasi, dann geht das dann quasi so, ich kann es dir schlecht zeigen, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Hat einen Vorteil, aber ich glaube, ein gerades Schwert ist dafür stabiler oder einfacher. Nein, ich glaube, es war einfacher zu schleifen, also neu zu machen. Es war so ein Säbel oder ein gebogenes Schwert neu zu schleifen, neu zu schärfen, ist aufwendiger, als wenn es ein gerades Schwert ist. Alle seine Vor- und Nachteile. Und natürlich, bei einer geraden Klinge kannst du beiden Seiten anschärfen, während das beim kurvigen Schwert eigentlich, es geht natürlich da auch, aber es nützt dir nichts mehr. Ne? Also was will man mit der anderen Seite? Das ist so von der Balance her auch so, dass man es also mit der Rundung nach vorne so schlagen kann. Naja. Nicht, dass ich ein Experte in Schwertern bin oder in Messern oder sowas, aber ich denke mal, das ist ganz schlüssig. Wahrscheinlich habe ich da jetzt gerade irgendwas verpasst. Egal. Ist halt alles gefährliches Halbwissen. Stück. Gut. Machen wir weiter mit der nächsten Sage. Die Angelsachsen. Als die Briten grausame Hungersnot und schwere Krankheit erfahren hatten und so aus der Art geschlagen waren, dass sie nicht mehr stark genug waren, um den Einbruch fremder Völker und der wilden Tiere abzuwehren, ratschlagten sie, was zu tun wäre, und beschlossen mit Wydgeorn (Vortigern), ihren König, dass sie das Volk der Sachsen zu Hilfe rufen wollten. Angeln und Sachsen wurden nun eingeladen und erschienen mit 3 großen Schiffen. Sie bekamen mit im Osten der Insel Land angewiesen, das sie zu ihrem Nutzen bebauen sollten. Im Übrigen sollten sie den Gelobbote des Königs Wydgeorn gehorsam sein und ihm seine Kriege Hilfe leisten, gerade so, als ob es um ihre eigenen Lande handle. Darauf besiegten die Sachsen die Feinde der Briten und sandten Boten in ihre Heimat, die dort verkünden sollten, dass sie den ersten Sieg erfochten hätten, dass das Land schön und fruchtbar, das Volk der Briten aber träge und faul wäre. Da sandten sie bald darauf aus dem Sachsenlande einen weiten stärkeren Haufen Menschen. Nun wurde ein unüberwindliches Volk aus den Ansiedlern. Sie waren
aus den stärksten Völkern gekommen, den Sachsen, Angeln und Jüten. Die Briten mussten ihnen immer mehr Land einräumen und noch Gold dafür geben, dass sie ihre Kriege führten. Von den Jüten stammen in Britannien die Kandwaren und Wichtsaten ab. Von den Altsachsen die Ost-, Süd- und Westsachsen, von den Angeln die Ost- und Mittelangeln, Mercier und Nordhumberländer. Ihre Führer waren die Herzöge Hengist und Horster, 2 Brüder, die Söhne Wicht-Gisel, der eine Sohn Wichts und Enkel Wodens war. Von diesem Woden leiten viele Länderkönige ihre Ursprung her. Das Volk begann sich aber auf der Insel bald zu mehren und wurde der Schrecken der Einwohner. Ja, lass niemals ein stärkeres Volk auf deine Insel oder in deine Stadt oder sonst wo, weil die werden dich dann irgendwann übernehmen. Ja. Ich muss sagen, bei den Namen hier habe ich mir jetzt besonders schwer getan. Die werde ich wahrscheinlich nicht alle gut ausgesprochen haben, richtig ausgesprochen haben. Deswegen auch hier dieser kleine Zettel. Beispiel die Kandwaren oder Wichtsaten. Naja, gut. Machen wir weiter, weil, naja, viel gibt es dazu. Naja, und hier der Name, ne? Würtgoern. Wie spricht man denn aus? Würtgoern. Im Zuge immer diesen Videos schaue ich natürlich im Weltnetz nach, wie die ausgesprochen werden. In der Regel kann ich mir das merken. Bei einigen Sachen finde ich aber einfach nichts. Dann gebe ich das ein und dann spuckt er mir eben Treffer aus, die zu diesem Buch führen. Aber ich brauche sie ausgesprochen. Wie wird das ausgesprochen? Und wenn man jetzt niemanden kennt, der genau weiß, wie das geht, dann tappt man so ein bisschen im Dunkeln. Das passiert mir halt häufig bei Französisch und Lateinisch. Aber ja, und dann macht es mir noch die Schreibweise natürlich, die gebrochene Schrift, macht es mir dann nicht einfacher. War gut genug geheult. Das denn hier? Nächste Sage. Herkunft anderer deutscher Stämme. Die Altvordern der Schwaben waren über das Meer gekommen mit großer Heereskraft und schlugen ihre Zelte auf an dem Berge Suevo, davon hießen sie Sorweren oder Schwaben. Sie waren ein gutes und kluges Volk und nahmen sich oft vor, dass sie gute Recken wären, streitfertig und sieghaft. Breno, ihr Herzog, schlug mit Julius Caesar eine blutige Schlacht. Das Geschlecht der Bayern soll aus Armanien eingewandert sein, in welchen Noah mit seinen Schiffen landete, als ihm die Taube den grünen Zweig gebracht hatte. In ihrem Wappen führen sie noch die Arche auf dem Berg Ararat. Die Bayern waren von jeher streitbar und tapfer und schmiedeten solche Schwerter, dass keine anderen besser bissen. Regensburg, die Meere in Klammern am Wasser, heißt ihre Hauptstadt. Den Sieg, den Caesar über Bohemund, ihren Herzog, und Ingram, dessen Bruder, gewann, musste er teuer mit Römerblut bezahlen. Das Geschlecht der Franken ist dem der Römer nahe verwandt. Beide Völker sollen von Troje abstammen. Da nun die Griechen diese Burg nach Gottes Urteil zerstört hatten, entrannen nur wenige Trojaner, die lange in der Welt herumfuhren. Einer von ihnen, namens Franco, kam mit den Seinen an den Rhein und setzte sich da fest. Zum Andenken an seine Heimat baute er ein kleines Troja auf und nannte den vorbeifließenden Bach Santen, nach dem Flusse in der Nähe der zerstörten Stadt. Den Rhein nahmen sie für das Meer. So wuchsen aus den fränkischen Volke auf. Hier steht nochmal was im Kleingedruckten. Einmal zu der blutigen Schlacht mit Caesar zwischen Breno. Einmal zu der Namensherkunft der Schwaben, der Sueven. Wenn es nicht umgekehrt ist, dass der Berg seinen Namen von dem Volk erhalten hatte. Ach, okay, hier oben wird erklärt, dass der Berg, dass das Volk den Namen von dem Berg erhielt. Und hier unten steht jetzt quasi nochmal als Umkehrschluss, dass es vielleicht andersrum passiert ist, dass der Berg durch das Volk den Namen erhalten hat. Und dann einmal noch
ein Kleingedruckte zwischen den Julius Caesar und Breno, die Schlacht. Vielleicht stand ein Teil der Schwaben unter Breno als römischer Hilfskorps unter Caesars Befehl im Gallischen oder Bürgerkriege. Okay. Ja, die Bayern, ne, schmiedeten solche Schwerter, dass keine anderen besser bissen. Gut. Die Bayern können nicht nur Bier brauen, die können auch Schwerter schmieden. Oder konnten sie zumindest mal. Gut. Nächste Sage. Königsrache. Als Chlodwig mit seinen Franken noch im Heidentum lebte und den Gütern der Kirche nachstellte, geschah es, dass sie auch aus der Kirche zu Reims einen großen, schweren und kunstvoll gearbeiteten Krug raubten. Der Bischof Remig flehte nun den König an, dass wenngleich das übrige Unrecht nicht wieder gut gemacht werden solle, wenigstens dieser Krug zurückgegeben werden möchte. Da ersuchte der König den Boten, ihm nach Savance zu begleiten, wo die gesamte Beute durch das Los verteilt werden sollte. Dabei machte er ihm Hoffnung, dass die Kirche das wertvolle Stück wieder erhielte, denn seine Gemahlin, die eine Christin war, hatte ihn mit Bitten und Tränen bestürmt, Gerechtigkeit üben zu wollen. »Weist mir das Los das Gefäß zu, so sollst du es wieder erhalten«, versicherte er dem Boten. In Soissons wurde nun auf Befehl des Königs alles eroberte Gerät herbeigebracht, damit es verlost würde. Weil aber Chlodwig fürchtete, den Krug könne einem anderen als ihm zufallen, so berief er seine Dienstleute und Genossen und bat sich von ihnen als Gefälligkeit aus, dass sie ihm jenen Krug außer seinen Losanteil besonders zuweisen möchten. Die Franken antworteten darauf: »Wir können dir nichts abschlagen, dem wir unser Leben gewidmet haben.« Alle waren es zufrieden, bis auf einen, der sich erhob mit seinem Schwerte den Krug in Scherben schlug und trotzig ausrief: »Du sollst weiter nichts haben, König, als was dir das Los zuteilt.« Alle erstaunten über solche Kühnheit. Der König aber unterdrückte seinen Zorn und übergab den Boten die Scherben. Ein Jahr darauf befahl der König wie gewöhnlich, dass sich das ganze Heer der Franken auf dem Märzfeld versammeln möchte, und jeder sollte so gewaffnet erscheinen, dass er gegen den Feind fechten könne. Als sich nun jeder in glänzenden Waffen darstellte und Chlodwig alle musterte, kam er auch zu dem, der mit dem Schwerte in Soissons den Krug zerschlagen hatte, sah ihn an und sprach: »Im ganzen Heere hat keiner so schlechte Waffen wie du!« Damit warf er ihm das Schwert vor die Füße. Als sich nun jener bückte, seine Waffe wieder aufzuheben, zog der König sein eigenes Schwert und spaltete ihn damit den Kopf und sagte: »So tatest du dem Kruge von Savon.« Der Krieger starb. Der König ließ die anderen heimziehen und stand seitdem in viel größerer Furcht bei allen Franken, dass ihn keiner zu widerstreben wagte. Konsequent, würde ich mal sagen, ja, und nachtragend. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe. Moment, warte mal, da habe ich hier noch was. Verdammt, das habe ich zu spät gelesen. Okay, das lese ich jetzt. Ja, es geht um das fränkische Volk. Nach Tacitus, Germania 3, ist auch Ulysses an dem Rhein gekommen, hat hier eine Stadt gegründet und einen Altar geweiht. An der römisch-germanischen Grenze sollen noch einige Grabhügel mit griechischen Inschriften stehen. Okay, alles klar. Gut, das zu da. Ja, zur Königsrache. Ich schätze mal, das ist jetzt hier nicht klar, nicht klar hervorgegangen, aber ich glaube, dieser eine Krieger hatte wohl das Los gezogen, dass er genau den Krug kriegt. Und er hat den Krug dem König gegeben, aber halt eben im Scherben. Dazu muss ich aber jetzt sagen, dass die Franken keine Christen waren, sondern eben, hier steht es noch, im Heidentum. Das heißt, diesem Krieger war alles ziemlich egal, den Christentum. Vielleicht hat er ja sogar einen gewissen Zorn auf die Christen gehabt. Und das, was der König will und was die Königin will, dass ihm das völlig Schnuppe ist. Und da der König ja
nur das gesagt hat, dass er den Krug haben will. Er hat ja den Krug bekommen, aber halt eben nur in Scherben. Gut, und es ist ja auch meistens so, der König muss sich hin und wieder mit den Kriegern gutstellen. Weil das sind immerhin die Leute, die seine Kriege führen, die Krieger. Ohne die Krieger, ohne den Respekt seiner Krieger ist ein König gar nichts. Ein König kann es sich hin und wieder mit dem Volk verscherzen, aber nicht mit dem Heer. Ist in dieser Politik genauso. Wie viele Regierungen wurden von dem Militär gestürzt? Weil es ist nämlich so, dass die Regierung eines Landes deutlich jünger ist als das Militär eines Landes. Beim Militär, das Militär ist so ein bisschen sein eigenes Reich, wenn man so will. Die haben ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Gerichte und das ist quasi so ein kleiner Staat in sich. Vielleicht ist es ein bisschen hoch gesagt, aber das Militär, auch unsere Bundeswehr zum Beispiel, ist ein bisschen für sich. Und dort sind viele von denen, die im Militär reingehen, die sind dann ihr ganzes Leben im Militär. Und die Tradition im Militär und das, was man alles pflegt und die ganze Hierarchie, die ganze Struktur ist immer viel älter, ist auch viel älter als unsere Regierung. Dementsprechend kann es manchmal sein, dass wenn eine Regierung zu viel Quatsch macht, dass dann das Militär sagt, so, hier geht's nicht mehr weiter. So und nicht weiter. Und dann kann natürlich ein Putschversuch entstehen dadurch. Ja. Das darf man also, man denkt immer, also zumindest in meinem Verständnis war es immer so, dass der Staat und das Militär eins ist. Aber das ist so eine, naja, sagen wir es mal so, das Militär rekrutiert ihre Leute aus dem Volk. Aber sobald die Leute dann der normale Zivilist in den Militär eingeht, ist er ja kein Zivilist mehr. Dann gehört er quasi zum Heer und ist quasi unter sich und unter anderem. Da ist eine klare Trennlinie dazwischen. Und es ist nicht immer so, dass sich alle miteinander gut sind. Dass das Heer mit der Regierung und mit dem Volk, dass das alles miteinander gut abläuft. Das ist nicht immer dasselbe. Auch die Polizei ist an und für sich ein bisschen für sich selbst. Ne? Man nennt das ja auch die Gewaltenteilung halt. Naja, gut. Genug davon. Nächste Sage. Clothilds Verlobung. Dem König Chlothild hatten seine Kundschafter von der Schönheit Clothildens, die am burgundischen Königshofe lebte, vieles erzählt. Er sandte darum Aurelian, seinen Busenfreund, mit Gaben und Geschenken ab an die Jungfrau, dass er ihre Gestalt und ihre Wesen genauer kennenlerne, ihr des Königs Willen offenbare und ihre Neigung erforsche. Aurelian gehorchte, machte sich auf nach Burgund und wie er bald an die königliche Burg gekommen war, befahl er seinen Begleitern, sich im Walde zu verbergen. Er selbst legte das Kleid eines Bettlers an, begab sich nach dem Hofe und erfragte von dem Dienstvolke, wo er Gelegenheit haben könne, Clothild zu sprechen. Damals war aber Burgund schon christlich, Franke noch nicht. Clothild ging nun, weil es Sonntag war, in die Messe ihr Gebet zu verrichten. Und Aurelian stellte sich zu den übrigen Bettlern an den Kirchtüren und erwartete, bis sie herauskäme. Wie also die Messe vorüber war, trat die Jungfrau aus der Kirche und gab ihrer Gewohnheit nach den Bettlern Almosen. Aurelian näherte sich und bettelte. Als ihm nun Clothild einen Goldgulden erreichte, fasste er ihre Hand und drückte sie an seinen Mund. Der Königstochter stieg die Schamröte ins Gesicht, und sie ging schweigend in ihre Wohnung. Hier angekommen, sandte sie sogleich hin und ließ den vermeintlichen Bettler ihr zuführen.
Bei seiner Ankunft fragte sie ihn scharf: »Was fiel dir ein, Mann, meine Hand zu küssen?« Da antwortete Aurelian mit Umgebung der Frage: »Mein Herr, der Frankenkönig hat von deiner Herrlichkeit gehört und begehrt dich zu seiner Gemahlin. Hier ist sein Ring, samt anderem Schmucke zur Verlobung.« Wie er sich aber nun wandte, den Sack zu leeren, den er neben der Tür gelegt hatte und aus dem er die Brautgaben herausnehmen wollte, fand sich, dass derselbe gestohlen war. Da forderte Aurelian eine sofortige Untersuchung. Clotilde befahl diese, und der Dieb musste die Geschenke Chlodwigs herausgeben. Aurelian, der nun der Zustimmung gewiss war, denn die Königstochter schämte sich sehr ihrer untreuer Dienerschaft, übergab ihr die Geschenke und stellte sich vor als treuer Diener und vornehmer Freund seines Königs. Sie antwortete darauf: »Nicht ziemt es einer Christenfrau, einen Heidenmann zu ehelichen. Füge es jedoch der Allmächtige, dass er durch mich bekehrt werde, so weigere ich mich nicht, seine Gemahlin zu werden, und das Herren Wille geschehe.« Frohe hoffnungsvoll verabschiedete er sich, nachdem ihn noch die Jungfrau gebeten, alles, was sie gesagt, geheim zu halten. Sie nahm die Gaben an und hinterlegte sie in ihren Oheims Schatzkammer. Im eigenen Hause war sie ihr wohl nicht nur sicher genug verwahrt. Gut. Ja, so kann man es auch machen. Aber es ist schon so witzig, ne? Dass man nicht gleich direkt reagiert und den Bettler eine scheuert bei sowas. Also, wir Deutschen sind was das betrifft, ja direkt. Also, deutsche Frauen handeln da direkt. Die einen, nicht, dass die gleich denjenigen eine klatschen, aber sie werden dann erstmal sehr lautstark protestieren, würde ich mal sagen, was auch das Beste ist. Ja, also, so sind wir nun mal. Aber okay, es gibt auch noch andere Völker. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn man in Japan das macht, dann würden die wahrscheinlich genauso reagieren wie hier. Die wären dann doch eher kurz vor Scham, würden die zurückziehen und dann auch eher ohne etwas zu sagen weggehen. Aber das ist ja von Volk zu Volk unterschiedlich. Wahrscheinlich in Portugal oder in Spanien, da würden sie dir wahrscheinlich eine reinwürgen. Die sind ja sehr temperamentvoll, auch in Italien. Das sind ja alles dieses, je näher es zum Äquator geht, desto temperamentvoller werden die Frauen. Habe ich manchmal das Gefühl. Die haben dann so ein gewisses Feuer. Sicher ein Vorurteil, aber ja, das kennt man ja so. Ne? Nächste Sage. Die ist jetzt ein bisschen übel. Oh, schon vorher gesagt. Schere und Schwert. Clotilde wurde wirklich die Gemahlin Chlodwigs und schenkte ihm 3 Söhne: Clodoma, Childebert und Clodar. Der König starb. Auch Clodoma folgte ihm nach in die ewige Ruhe, hinterließ aber 2 Söhne, die die Großmutter zärtlich liebte. Childebert hatte inzwischen die Herrschaft übernommen, denn das Reich der stolzen und unruhigen Franken durfte nicht von einem Kind regiert werden. Da sandte er eines Tages insgeheim eine Botschaft an Clodar: »Unsere Mutter hält die Kinder Clodomas bei sich und gedenkt, sie einst zum Erben des Reiches einzusetzen. Komme schnell nach Paris, damit wir überlegen, was ratsamer zu tun sei, entweder ihnen das Haupthaar zu scheren, dass sie für gemeines Volk angesehen werden, oder sie zu töten, damit wir beide das Reich unter uns teilen können.« Clotaire freute sich dieser Botschaft und reiste sofort nach Paris, um mit dem Bruder einig zu werden. Darauf sandten sie ihre Mutter eine Botschaft und ließen sie um die beiden Knaben bitten, damit diese in ihrer Würde eingesetzt werden könnten. Diesen Entschluss verkündeten sie laut, sodass die Mutter an ihrer treuen Gesinnung nicht zweifeln durfte. Clotilde freute sich daher über die Botschaft und sprach: »Den Tod meines Sohnes will ich verschmerzen, wenn ich euch an seiner Stelle erhoben sehen werde.« Sie veranstaltete ein Fest aus Freude über das frohe Ereignis, segnete die Kinder und ließ sie mit stattlichem Gefolge ziehen. Die Knaben gingen also hin. Kaum aber waren sie in Paris, so wurden sie ergriffen.
von ihren Spieldienern und Erziehern getrennt und gefangen gehalten. Darauf sandten Childebert und Clodard einen Boten zur alten Königin mit einer Schere und mit einem entblößten Schwerte. Der Bote kam und zeigte ihr beides mit den Worten: Durchlauchtigste Königin, deine Söhne, meine Herren, verlangen deine Meinung zu wissen, was mit den beiden Kindern geschehen soll, ob sie mit abgeschnittenen Haaren leben oder von Leben zum Tode zu bringen sein sollen. Über diese Aufforderung erschrak die Großmutter und zürnte, sprach aber schließlich: Lieber will ich sie tot sehen als geschoren. Sie behielt die Schere und schickte den Boten mit dem Schwerte zurück, mit welchem beide Kinder danach getötet wurden. Übel, oder? Das hat man an einer anderen Stelle ja auch. Wie war denn das? Glimmer. War das Glimmer? Nee, der hatte einen schwierigeren Namen. Egal, ich glaube, das waren 2 oder 3 Folgen vor dem hier. Da wurde der doch auch, der jüngste Bruder war noch nicht alt genug zum Reiten und dann haben die Brüder gedacht, okay, lieber wollen wir ihn tot sehen, als in die Versklavung sehen. Also lieber tot als versklavt. Ja, in der Richtung frage ich mich dann, was hat das denn mit den Haaren zu tun? Ich meine, die Haare wachsen doch wieder nach. Ich meine, okay, ja, solche Haare hier, das brauchen schon 2 Jahre, bis die ungefähr so lang sind. Aber hatten jetzt kleine Prinzen besonders lange Haare gehabt? Ich weiß nicht. Bisschen seltsam. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht. Je nachdem. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bei Lasst uns lesen. Korrekt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Mit seiner Stange bringt er Dietrich in große Gefahr. Aber als er sie mit aller Wucht auf ihn schleuderte, entgeht dieser durch einen gewandten Sprung. Jetzt reißt der Riese Bäume aus der Erde und kämpft damit. Anfangs scherzte Dietrich über diese neue Art des Kampfes. Es belustigte ihn fast, mit seinem Schwerte die Zweige der gegen ihn geschleuderten Bäume abzuhauen. Aber endlich beschwor er ihn bei aller Riesenehre, wieder zur Stange zu greifen. Der Riese bleibt jedoch bei seiner Art zu kämpfen. Dennoch gelingt es Dietrich, während jener nach einem neuen Baum greift, ihn durch einen grimmigen Anfall zum Fliehen zu bringen. Und Sigenoth hätte nun gewiss gern seine Stange jetzt wieder gehabt. Beim Bücken danach bringt ihn Dietrich zu Fall. Aber mit erneuten und verdoppelten Wut springt er wieder auf und fällt Dietrich an. Doch diesen loht jetzt der Feueratem aus dem Munde. Die Bäume des Waldes verwelken und Sigenoths Hornhaut wird weich, sodass der Schlag des Dietrichs ihm die erste klaffende Wunde beibringt. Jetzt merkt der Riese, dass er nicht mehr durch seine Hornhaut geschützt ist und holt sein Schild, der so groß wie ein Scheunentor und mit Horn und Stahl belegt ist. So sehr es auch Dietrich Kampfesmut brennt, so fühlt er doch zuletzt die Kraft erlahmt und bereut, Hildebrands Beistand verachtet zu haben. Ein entsetzlicher Schlag des Riesen streckt ihn zu Boden, dass er für tot daliegt und Sigenoth ihn nicht weiter beachtet, der nur seinen Sieg auch auf Hildebrand und die übrigen Riesentöter ausgedehnt denkt, die er den nächsten in Bernheim suchen will. Da springt Dietrich, der alles gehört hat, was der Riese laut gedacht, vor der Erde empor, stürzt mit neu gesammelter Kraft auf den Unheil, zerschlägt seinen Schild und kämpft mit der Kraft des Steines, die ihm der befreite Zwerg gegeben, mit Sigenoth bis an den 3. Tag. Dieser gesteht, nie einen Gegner getroffen zu haben, der seinen Hieben so auszuweichen vermocht hätte. »Warum triffst du mich nicht besser?« ruft Dietrich in Überhebung. Und plötzlich hat ein Streich des Riesen ihm das Schwert aus der Hand geschlagen. Ein Ringkampf beginnt, aber nun hilft den Helden seine Gewandtheit nicht mehr. Der Gegner presst ihn furchtbar mit seinen Armen, drückt ihn nieder und bindet ihn schließlich mit den festen Riemen Arme und Beine.